Ja, das jemand bitte aufschreiben. Bald die Oase. Ich hab Angst, dass ich es doch wieder vergesse. Weil ich gleich auf der Suche nach diesem Ding sehr viele Sachen lesen werde und dann weiß ich nachher wahrscheinlich nicht mehr, was ich jetzt meinte. Was ich mir nochmal merken sollte. Turmalin als Edelstein. Hey ho, ihr Lieben, grüße euch. Ich hatte noch überlegt, was ich jetzt sagen soll. Asanox, einer der ersten drei. Und Grüße an Black Fairy von Asanox. Grüße dich. Hallo. Was ging nicht? Also zum einen hatte ich gestern nicht so richtig Lust auf AI The Somnium Files und dachte mir so, ja, ich könnte jetzt zwischendurch was anderes spielen, wusste aber nicht so genau was. Und zum anderen war ich gestern aber auch sonst einfach nicht so gut drauf. Ja, dass ich dann damit klarkam, dann halt nicht zu streamen. Stattdessen bin ich heute da. Also heute war ja eigentlich was geplant. Oder war das morgen? Ne, morgen war das. Oder heute? Ne, morgen. Stattdessen bin ich morgen da. Black Fairy, hallo. Ich grüße Asanox von Black Fairy. Grüße so gehen raus. Morgen war was geplant, das ist aber verschoben. Das heißt, morgen werde ich wohl hier sein. Ja, und beides geht wieder. Sowohl AI The Somnium Files weiterspielen, als auch meine Laune. Und jetzt sehe ich gerade, man arbeitet nebenbei und just in diesem Moment hat mein Programm gesagt, ups. Aber ich sehe schon, das ist sehr schnell gelöst. Und das mache ich kurz mal. Die DKVF381 ist es. Ist aber schon behandelt. Ja. Das heißt, das kann ich dann händisch löschen. Löschvorgang hat einfach gescheitert und dann ist das Programm noch nicht so robust programmiert, dass es dann einfach weiterarbeitet. Stattdessen mache ich dann da einen Handschlag und dann ist das wieder okay. So, das habe ich jetzt erledigt. Heptagon, einer der ersten drei. Grüß dich. Hallo. Apropos. Also zunächst mal sei erwähnt, sei ja mal erwähnt, ne? Ne? Grüße an Hepta von Asenox. Die Eule streamt jetzt. Sogar gerade jetzt, so nebenbei erwähnt. Aber auch so allgemein, jetzt so generell, grundsätzlich. Ja. Ja. Alles klar. Ich
Spielen wir weiter. Mit Gamepad launchen. Nightstream fremd. Das fing erst an, dass sie mehr mit anderen gespielt hat. Jetzt streamt sie auch noch mit anderen. Ja. Ist so. So. Schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Ich glaube, bei 1 war ich, richtig? Richtig. Richtig? Nochmal checken. Richtig. Ich habe nämlich erst rechts geguckt und frage mich, was sind diese 1843 überhaupt? Was ist das? Weil dann sah ich hier ist ja die Uhrzeit, wann ich das abgespeichert habe. Das ist irgendwie eine andere. Ah, das könnte Kann das Ingame-Spielzeit sein? Ich habe das nicht schon 18 Stunden gespielt. Nee, kann überhaupt nicht sein. Überhaupt nicht. Ich habe das, ich glaube, 3 Streams höchstens oder 2. Ey, was ist mit meinem Programm los? Jetzt, wo ich streamen möchte, verlangt es ständig nach Aufmerksamkeit. Ich guck gerade. Sorry. Jetzt ist es bei 451. Bis aber läuft er wieder weiter. Die Korrektur mache ich trotzdem noch. Eule, einer der ersten 3. Huhu, ich habe einen Shoutout gemacht. Gucke mal. Achso, du siehst es ja, den Befehl, siehst du ja. Sie wissen Bescheid. Ja, Eule. Was sagst du zu der Frage von Asanox? Oh, eine echte Dino-Umarmung. Nice. Okay. Grüße an Asanox von Eule. So wie du sie gern hast. Ja, legen wir los. So, die haben wir jetzt gerettet. Damit ist er wieder frei. Und ich stehe vor einem Rätsel. Er hat einfach zu wenig Zeit für mich. Ja, ich tue ja andere Dinge. Interessiere mich für andere Leute. Oh Menno. Habe ich hier noch irgendwas zu sagen? Nee. Grüße Neid von Asanox. Hier aber auch nicht. Und sonst wird hier auch nichts Neues sein. Das Spiel ist mal wieder lauter, oder? Oder täusche ich mich da? Ja, muss jedes Mal neu einstellen. Geh runter. Ich will es genau auf 40 haben, nicht 41, nicht 42, nicht 39. Na, so. Da bin ich kleinlich. Und die Maus muss wieder aus dem Bild. Na gut, zur Map. Ah, ich hatte eine große Auswahl, so war das. Sejima Residence, um den mal wieder zu befragen. Marble. Da war die Bar, glaube ich. Vielleicht hat die was Neues. Nee, Asagan Residenz, um hier die lebt da, glaube ich. Lemniscate, warum wollte ich da hin?
Cold Storage Warehouse. Ja, Dino, wenn du gestern gestreamt hättest, da wäre ich alleine gewesen. Oh nein. Oh nein. Oh, schade. Haben wir uns verpasst. Ja, aber dann hätte Black Fairy nicht mitschauen können. Aber ob sie heute mitschauen kann, ist dann wieder fraglich. Ich meine, ich gönne euch natürlich eure Zeit. Für euch. Ist klar. Ist klar. Ich spiele mal weiter. Ja, Eule, macht das. Viel Spaß. Blöd. Ich glaube, ich gehe mal hier zu Sagan Residence. Was ist da los? Das ist bei meinem Programm schon wieder. I apologize for yesterday. Das läuft ungelogen 8 Stunden durch. Und jetzt, wo ich den Stream anmache, macht's dreimal, bleibt's dreimal hängen. Viermal. Ah ne, Quatsch, das ist ein anderer Fehler. Oh, ich glaube, der Server ist gerade, also der Host-Server ist gerade ein bisschen problematisch. Geht's jetzt wieder? Ja, scheint so. Ist der Forward doch gelöscht? Das ist interessant. Schon. Okay, im Moment macht das keinen Spaß hier, die Arbeit. Ich gebe auf. Das hat jetzt schon wieder nicht geklappt. Ich bin ja bereit dazu, ein bisschen was nebenbei zu machen, vor allem wenn ich mit dreimal Eingreifen dafür sorgen kann, dass es 10 Stunden arbeitet, ist das okay. Aber größere Probleme bei Feierabend brauche ich jetzt nicht. So, I apologize for yesterday. Was war denn gestern? Weil die meine kleine 12-jährige Freundin beruhigt gekriegt hat, wo ich es nicht hingekriegt habe, oder was? I arrived uninvited. Ach, weil die einfach mal bei mir war. Naja. Wenn ich zustimme, dass die bei mir wohnt, finde ich, hat die auch ein gewisses Recht, Besuch zu haben. Bei mir. Die lebt ja nun mal da, warum soll sie nicht Besuch kriegen? Also, gewisses Recht. Ich habe jetzt immer noch eine Aufsichtspflicht? Was? Niemals. Also es muss schon sein, dass das in Ordnung ist. Also irgendwie Jungsbesuch, da meine ich, habe ich ein Recht zu sagen, nee, der kommt mir hier nicht rein. Aber alle Gründe, wo man sagen könnte, nee, da sollte sie schon Rücksicht nehmen, sowas nicht zu machen. Solange sie ihre Füße unter deinen Tisch stellt. Ich glaube, die wird, also ich kann mir vorstellen, ich werde dafür bezahlt, dass die bei mir ist. Kann ich mir vorstellen, weiß ich natürlich nicht. Ehrlich gesagt weiß ich das echt nicht. Naja. So, jetzt zieht noch Iris ein und dann... Einziehen, da habe ich wohl wirklich noch ein Wort mitzureden. Besuchen, okay. Aber dann muss sie sich auch benehmen. Sonst fliegt sie raus. Ja, natürlich.
So, I arrived No, uninvited. I'm grateful. I'm grateful, siehst du? Thanks to you, Mizuki has her voice back. Mhm. Die hat ihren Stimmrucksack. No, I didn't do anything. Ich glaube, das ist der Punkt. Oh, mein Tee ist immer noch warm. Von vorgestern oder so. Steam is rising from the tea. Hitomi. It's Monday. Isn't it a school day? Today's a holiday. I suppose there's never a day off for a detective. Oh, but you aren't a detective, right? Richtig. Technically, yes. But I still deal with crime. I see. Today is a holiday. Danke für die Bestätigung. You forgot too, didn't you? Du hast es doch auch vergessen, oder? Oh. Where's Renju? Did something happen to him? You asked me that yesterday. There's no point hiding it. I told her about Renju's disappearance. Right from the hospital? Hm. I'm sorry. Hm. I have no idea. Hm. Wie die immer an ihrem Arm rumkratzt. Ah ja. Der muss sich komisch anfühlen irgendwie. Den nur irgendwie da zu haben, aber nicht zu fühlen. About Iris. I've put Iris through so much. Okay. I was 19 and single when she was born. Ah ja, jetzt kommt die Geschichte ihrer Geburt. People didn't take kindly to that. Mhm. But Iris was such a fighter. She always protected me. Hm. I remember, one time at the nursery, some of the other mothers were talking about me. Mhm. Iris ran up to them and said, "Don't talk about my mommy." I'm supposed to be the mother, but it's Iris who's always protecting me. Hm. What about your parents? Klingt ein bisschen komisch, ich weiß gar nicht warum. Ich gucke es mir mal an. Hitomi is touching the right shoulder with her left hand. Genau. They died when I was 17. Okay. I was an orphan, and my relatives lived far away. Mhm. They might have taken me in, but I was already in my second to last year of high school. Okay. It wasn't a good idea for me to move that late. Mhm. Aber wer ist das auf dem Bild? So I decided to stay here, by myself. Das ist eine beeindruckende Entscheidung. And take care of Iris. Yes, all alone. Nicht, dass das nicht viele machen würden, aber trotzdem ist das immer wieder. But Renju would help sometimes. Bemerkenswert, wenn das funktioniert. Renju would help sometimes. Renju would help. Ha. Ha. Kann ich irgendwie hier zu dem Bild was sagen? Picture? I've been wondering about that picture. Iris drew it when she was 12. Okay. Und mehr? That's you on the left and Iris in the middle, correct? Ja! Jetzt kommen sie auf zu sprechen. Yes, And who's on the right? the man I was dating at the time. Ah. It was only for 3 months, but Hm. 3 Monate. Boah, das ist krass. 3 Monate gedatet und die Iris hat ihn in der Zeit schon so ein bisschen in die Familie mit aufgenommen bzw. akzeptiert. Dass er ein bisschen Teil der Familie war. Bis es dann nicht mehr so war. Kann sie dazu noch was sagen? Wie das dann geworden ist?
Gerade nicht. About Iris. It was always just me and her. Hm. Vacations, barbecues, zoos, amusement parks. Just me and her. Bis auf die 3 Monate. Oh, that reminds me. When Iris was 5, there was a children's theater show in Bloom Park. Mhm. It was called Milky Moon. It was about girls as magical space rangers and such. Okay. She loved singing and dancing, even as a kid. Hm. Whenever she heard music, her body would start moving. It was a quirk of hers. And she did it at the show, too. Toward the end, when all the Milky Moon girls were dancing to the ending song, Iris climbed up onto the stage and danced with them. I tried to stop her, of course. I grabbed her arm and tried to get her to sit, but before I knew it, she was up there, dancing. And everyone was so excited. Even I was dancing by the end of it. When it was over, she had the biggest smile on her face. Hm. Mama, you're a good dancer. That's the kind of girl she was. Ach ja. Nicht nur das. Ich guck noch I met mal. him about 6 years ago. Sie sagt tatsächlich noch was dazu. I met him about 6 years ago. Als sie 12 war. Have you been to the Ikume Shrine in the Minato district? Ikume Shrine? Weiß nicht. I was praying there one day, and I heard a voice. Hm. Well, more like a groan. Was ist ein Groan? Behind the shrine, I saw a man sitting on the ground. Mhm. He was bleeding badly from his stomach. Okay. I took out my phone to call an ambulance, but he grabbed my wrist, and he held me, and then he kissed me. Nicht wahr! Bester Reißer ever. Oh Gott. Okay. I was shocked, but when I stared into his eyes, then I heard footsteps. And then a bunch of men yelling. They were looking for him. Hm. When the voices and footsteps faded, he let me go. Okay. Don't call an ambulance. And don't call the cops. Mhm. Sehr vertrauenswürdig irgendwie. Erweckend. I knew he had to be a criminal. So I took him to an underground clinic I knew. Kennt doch jeder so eine Untergrundklinik. You took him to a mob doctor? Mob-Doktor. Renju's friend. I only met him once. Okay. Die kennt sich aber aus. Even though we had our first kiss seconds after meeting each other. Mhm. Das nenne ich mal schnell. It took a long time before I got to see him again. Okay. The first time we held hands was when we watched a horror movie together. Mhm. The first time I took his arm was when we went to a haunted house in an amusement park. Mhm. But I wasn't the one who grabbed him. Okay, danach war er zurückhaltend. A zombie jumped out and scared us, and he clung onto my arm. He had that cute side to him. And I was falling in love. Hm. Und dann? Our second kiss was in the car. Ja. It's cliché, I know. But we drove around at night, looking at all the lights. We parked our car near a warehouse and kissed. Dieses Warenhaus? I don't think we ever said I love you, I don't think we ever said I love you. but we both knew. We were getting closer and closer. Okay.
Ist ja auch besser fühlen und nicht sagen, als sagen und nicht fühlen. Wenn man I die Wahl introduced hat. him to Iris about a month after I first met him. Okay, also kannte die ihn 2 Monate lang. Iris, 12 years old. Iris never had a father figure in her life before. Damals schon gefärbte Haare. She warmed up to him immediately and treated him like a real dad. Ja, so ist sie. From then on, it was always the three of us together. Always, schon wieder dieses Always. Erst war die Always nur sie und sie. Und jetzt waren es Always die 3. We would go to the beach, to the river, the zoo, the amusement park. Going to barbecues with another person was a new experience for me and Iris. Ist es jetzt ein bisschen zu leise? Everything felt so fresh. Every day was so exciting. Oh, sorry. You asked about the picture. He wanted to make okonomiyaki one day. He was working with the hot plate. Okay. It was ridiculous. He was trying to flip one, and it flew up in the air and landed right on my head. Ah. Iris saw the whole thing and laughed and laughed. I hadn't seen her laugh like that in a long time. I was having so much fun that I put an okonomiyaki on their heads too. Plop, plop. I added the bonito flakes and mayo and sauce. At this point, there was no going back. Eggs flew, flour going everywhere. The room was not a pretty sight. After our battle, we laughed like crazy. Ja gut, ist klar, dass das eine Erinnerung ist, die man so schnell nicht wieder vergisst. We were rolling around on the floor. Totally worth it. So Iris decided to draw it. Hm. It's nostalgic, Yep. but those days didn't last. Sondern? 6 years ago, in November, a man with a gun broke into our house. Fortunately, Iris wasn't home at the time. Schon wieder vor 6 Jahren übrigens. Vor 6 Jahren. Sag doch, die haben es mit der Zahl 6. Naja, sonst ist das ja, also wenn es 6 Leute sind, das hat ja nichts mit 6 Jahren zu tun. Aber 6 Jahre, das war schon eine heiße Zeit da vor 6 Jahren. Was könnte das heißen? Könnte ich der gewesen sein? Oder der andere, der da eingebrochen ist? But my boyfriend was. That's why the gunman came. He wanted to kill him. He wanted to kill him and he would never stop. He pulled the trigger. I tried to protect him. The bullet hit me, but the police arrived. They were both arrested and incarcerated. Das heißt incarcerated. They were both arrested. Ja gut, der war ja auch ein Krimineller, der Boyfriend. Why was he after your boyfriend? Before he met me, he committed some terrible crime. I don't know the details, but it was awful.
Eingesperrt. Ah, okay. Dankeschön, Heptagon. Wie wird das geschrieben? Incarcerated. Okay. So he became a target for underworld criminals. Mhm. I don't know exactly why, but I know that he betrayed them in some way. Okay. May I ask you something? Of course. I had heard that that incident was a random break-in gone wrong. Hm. Oh. That's not true. I lied about it at the time, because of Mizuki. Hm. Moment mal. Wegen Mizuki? Wegen der 6-jährigen Mizuki? Was hat die damit zu tun? Wegen der 6-jährigen Tochter des alten Freundes? Mizuki is Iris's friend. War die auch damals schon? Vor 6 Jahren? Lange bevor sie überhaupt bei dem Entertainment Agentur bekannt wurde, weil das war ja neulich passiert sozusagen. Die wird ja nicht mit 12 schon gestreamt haben. Und groß geworden sein. Hoffe ich mal. If she found out, Iris would find out too. Hä? Also das, Hä? Die Argumentation finde ich halt ein bisschen komisch. Ja, ich habe das so rum erzählt, dass das vor 6 Jahren ein zufälliger Mord war. Wegen dieser einen, die da die Freundin von meiner Tochter war. Und wenn sie es herausfindet, findet es meine Tochter auch heraus. Warum nicht direkt sagen, weil ich nicht wollte, dass meine Tochter das weiß? Das wäre ja nachvollziehbar. Aber was hatte die damals damit zu tun? Wer ist eigentlich vor 6 Jahren ermordet worden? Vor 6 Jahren ist... Stimmt! Wollte mein Boss ja nicht sagen. Guter Punkt. I didn't want Iris to know. Okay. Know what? That I was dating a criminal. Ja, gut, das ist nachvollziehbar. Ich meine, hat sie nicht davon abgehalten, einen Kriminellen zu daten, aber ja. He was her father figure. Hm. Iris looked up to him. Hm. If she found out about his past. Past ist so eine dehnbare Sache. Die sagt ja nicht, dass sie jemanden gedatet hat, der mal kriminell war, sondern sie datete einen Kriminellen. Es war nicht die Vergangenheit, der war immer noch kriminell und immer noch involviert. Und übrigens immer noch eine Gefahr für die Familie. Nummer 83, glaube ich, war es. Und ja, Nummer 83 könnte der Boyfriend gewesen sein. Ja, stimmt. Möglich. Iris drew it when she was 12. Okay, mit dem Bild habe ich alles herausgefunden. Boah, voll gut, dass wir da darauf nochmal eingegangen sind. Na?
Phone. A telephone in the corner. Speaker system. A speaker system. Plant. There are pineapples growing in the corner. That's what I thought anyway, but then I realized it was just the plant. Da geht noch mehr. A plant. You can see the trees and sky outside. War voll gut, dass ich auf das Bild geschaut habe. Hätten wir sonst vielleicht nie erfahren. Alles. Naja, wer weiß. Oftmals lässt mich das Spiel ja nicht gehen, bevor ich nicht alle Sachen herausgefunden habe, so gefühlt. Vielleicht hätte ich das sowieso anklicken müssen. Mysterious Object. There's a calendar and a strange object on the shelf. Bookshelf? A bookshelf. There are no books in it, but it's definitely a bookshelf. Warum ist es definitiv ein Bücherschrank, wenn kein Buch drin ist? Das kann man doch mal bitte diskutieren. Like a ski resort with no skiers. Ah ja. Bookshelf. Shelf by the wall. By the wall? So wird das geschrieben. Nicht at the wall oder so. By the wall. The lights are off. Okay, Missy to me about Iris. Whenever she sees someone playing music on the street, she'll run up and join them, right then and there. Music at the train station, the crosswalk beeping. Even at convenience stores, when their little chime played, she would start dancing. It almost got her into trouble once. Okay. She was on the jungle gym and a truck drove by. Jungle Gym? Dschungel, Gym ist doch normalerweise die Gymnastikhalle. Abkürzung. It was playing loud music out the windows. She climbed up to the top and started dancing. But she lost her balance and fell. She fractured her leg pretty badly. Okay. Man sollte nicht auf Klettergerüsten tanzen. Wenn man es nicht auch unten machen kann. It was on a Sunday, and it was hard to find an open emergency care. Ah, vielleicht hat sie deswegen herausgefunden, dass es so eine Untergrund-Emergency gibt. I was carrying her on my back, running and running through town. I could still hear her crying. Will I still be able to dance, Mommy? Can I still dance? She cried and cried into my shoulder. It was the only time she ever cried so much. No, that's not true. There was one other time. Okay. What was the other time? Six years ago, I was the victim of a shooting. After the surgery, Iris came in running. And she was sobbing. Ja. Mommy, don't die! Don't die! Please don't die, Mommy! Don't die! I swore to myself then that I would protect her, no matter what. Iris is everything to me. Yep. More important than my own life. Yep. Summarize for me. Date, we can't spend time reminiscing. Was heißt reminiscing? We have to get moving. Yeah, let's go. Ich höre keine Zusammenfassung? There's a door in the back of the room. Keine Zusammenfassung? Von dem hier? Okay. War nicht wichtig, oder was?
Lemniscate. Monday. I am so aggro right now. Habe ich sie etwa versetzt, also das Date platzen lassen? Who says that? Wie who says that? Hä? Alba? Er kennt sie nicht wieder, oder was? Why are you angry? You backed out on your Shovel Forge promise. Stimmt, Shovelforge Promise. Sie besteht ja immer noch darauf, Minecraft zu spielen, während ich gesagt habe, dass ich mit ihr ein Date haben werde. I didn't make any promises. You promised me a date, though. Ja. I did go to your house. Heute noch nicht gegrüßt. 2 minutes before midnight, Ja. and you didn't even take me anywhere. Ja. Yeah, because we only had 2 minutes. Okay. Bestes Date ever. So, jetzt hast du 2 Minuten Date. Tschüss. We could have gone somewhere. Iturup, Kunashir, Shikotan, Habomai? Absolutely not. Then you should have come earlier. Ein Rennen beginnt. Well, Ich wollte aber nicht. Gut. I saw your buddy. Ich sag das lieber am Ende. Where's Renju? What about him? I don't need to hide it. I told her about Renju's disappearance. A traffic accident? I'm worried. any idea where he could have gone? I'm sorry, no. Do you know So Sejima, the politician? I've seen him on TV. Keiner nimmt teil. Dann mache ich das. Okay, gebildet ist sie ja. Ever met him? Ever met him. Klingt irgendwie schön. No. Not at all. Nicht mal ein No, bisschen. not at all. Warum zweifelt der daran? Ah, mit der kann ich auch reden. Can I have your contact information? Oh. Alter. Heptagon gewinnt 24 Dienst. Hey, Glückwunsch. Ich will ja nicht unbedingt mich mit der jetzt noch daten. Ob die Ents noch leben? Date? Vielleicht schon. Aber vor ihr nach ihrer Nummer fragen, das finde ich gut. Einfach mal so gestern 2 Minuten Date und dann die da angraben. Ja, das mache ich. Aber erstmal gehen wir smooth an. I want to know where Renju is. I want to too. I want to too. Was ist denn Tutu? We've been looking for him. Mhm. We've been getting so many calls, it's hard to keep up with. Mhm. Schau sie mir mal an. There's a receptionist sitting behind the desk.
I want to know your measurements? Alter. Okay, von harmlos nach schlimm. What's your type? Well... I like guys that like New Guinea fruit bats and yellow spotted neck turtles. Z. Sie mag Männer, die Neuguinea Frucht. Fledermäuse. Und gelb gepunktete Nackenschildkröten mögen. I cannot even picture that. Ja. Can I have your contact information? Why? Well, because it may lead to something in the future. It may lead to something in the future. Oh, nice. Wer weiß, wofür das noch gut ist. I don't know. Ja. Date, we're on an investigation. Just let me have this. Can I have your contact information? That's enough. I'll come right out of your eye socket if you don't stop. Eibar, ey. Can I have your contact information? I'm serious. I'm going to pop out. I want to know your measurements. I'm 5'4". Mm-hmm. That is clearly not what you meant. Mm-hmm. Can I have your contact information? Alba fliegte out of my left eye and started dancing on the desk. The receptionist immediately fainted. Ist einfach bewusstlos geworden. Iris saw the whole thing and also fainted. And so my story ended. The end. What? But I couldn't let that happen, so I decided not to ask her for her information. Schön. Och Manu. Damit wissen wir, wie wir Iris loswerden. Einfach mal Aiba aus meinem Kopf springen lassen. Dabei hat Aiba sogar getanzt. Ich meine, hey, da müsste Iris doch Verständnis für haben. Wenn mein Auge mal eben tanzen möchte, hallo? Has the day off? Off? Das Gegenteil von on. Yeah, from school. Oh, yeah, it's a holiday. It's a holiday. So I decided to come to Lemniscate. Mhm. We're going to do a recording for a show soon. Also doch nicht off. Also von der Schule schon. Aber sonst nicht. Frei. Schau sie mir mal an. Iris is looking at me. Okay. Why was your phone off yesterday? I know you were mad about our date, but Gestern war kein Holiday. Feiertag. Fürs Handy. why was your phone off? I couldn't get a hold of you. I couldn't get a hold of you? About the late night visitor. Ist das denn noch passiert? Weil irgendwas hat sich ja geändert. Last night around 2 a.m., someone visited you. Who was it? Warte.
Ota. And you left the house as well. Where did you go? Und darum hat sie kein Date verdient. Die hat sich nicht an ihre Abmachung gehalten. Sich in Sicherheit You zu... really want to know? You really wanna know? Das sagst du doch nur so. Das hat er schon immer so gesagt. Ist absolut glaubwürdig. Dass er das meint. Yes. And you'd do anything for the answer. Oh Gott. Ja, ich heirate dich. Ist Yes. okay. All right then, Shovel Forge. Ja, mache ich. Könnte aber auch Otter Mom gewesen sein. Hexe, Hexe. No. Die hat ein Messer. Then go on a date with me. Again, no. But you owe me for yesterday. Ist schon ein bisschen wahr. Eine miese Nummer, die ich da abgezogen habe. Sie aber auch. I told you I couldn't get a hold of you. Konnte ich ja nicht. Aber das Handy war ja aus. Dinos Dates sind cringe. Eule. Wenn ich Chats klippen könnte, ey. Absolut awesome. Der epischste Kommentar, den ich jemals hatte, glaube ich. Ja. Was soll ich sagen? Irgendwie stehe ich drauf. Du liest sie vor, das reicht doch. Habe ich den richtig vorgelesen? Weiß ich gar nicht. Könnte ein bisschen genuschelt haben. Ich hatte meine Vorlesestimme, damit man unterscheiden kann, dass ich das nicht selber sage, sondern einen Chat-Text vorlese. Ich glaube, ich klinge da ein bisschen anders, meine ich zumindest. Oh, du hast recht, kannst du sagen. Ja, ich gestehe. Objection. Objection. Einspruch. Even if you did get a hold of me, you didn't want to see me anyway, right? Stattgegeben. Until you fulfill your promise, I won't tell you anything. Receptionist. Kommen wir nochmal auf die Rezeptionistin zurück. Wer hat der Reception Desk? Warum hat Aiba da was gegen? Aiba lässt mich wieder daten? Aber nicht die da von meinem Dates abhalten, indem ich einfach mal... Ne? Wieso müsst ihr mit der Kopfdose? Chats als Clip. Danke für den Clip. I saw your body. Oh, das klingt irgendwie falsch. Iris, promise you won't laugh, but Vor allem nicht in seinem Traum, sondern in Sos Traum. I saw something at the cold storage warehouse last night. What? Your dead body. Das Naked sagt mal lieber nicht. I told you not to laugh. Warum ist ihm so wichtig, dass sie nicht lacht? But... Come on, Date. I'm alive. I'm right here. Look, I can jump around. Woohoo! Stop, I'm serious. Ich bin seriös. In my dream, I saved you from being killed. Das war nicht sein Traum, will ich mal betonen. Das war Sos Traum. And here you are.
Which is why I was like that when I went to your house yesterday. Which is why I was like that when I went to your house yesterday. Wie war er denn gestern? Sorry, there's no point in telling you all this. Ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch. No, it's fine. Ist schon okay, dass du mich tot gesehen hast. Sorry for laughing. I just didn't know what was up with you. Huh? I believe you, Date. Okay. Maybe you were in a parallel world or something. Warum hat da niemand ein Problem mit? Another bizarre explanation. Summarize for me and get me out of here. So, what are we doing? What do you mean? For our date, of course. 2,5 Minuten bei dir zu treffen? Ich hab die Wahl. Reicht das? Was hast du? Ich hab tatsächlich die Wahl. Iris, you're too young for me. I can't be seen with you. Ich lehne tatsächlich ab. Game Ende. Hey, what are you doing? Everybody! This awful man! He... Gott. Fine. So viel zu, ich hab die Wahl. I'll do whatever you want. Really? Yes. Shovel Forge? Ja. I will not. So we'll go on a date then. Yes. Och Mann. Boah, spiel doch endlich mal Minecraft, ey. Oh. Yay! It's a deal. Alter. Eine Schaufel oder ein Klong macht die Schlaufe auf dem Kopf. Funktioniert. Damn it. Damn it. It's a trap. And you have to honor our agreement this time. To honor. Okay. She really is a witch. Hexe. Oh, but we can't go right away. Das ist gut. I have a recording coming up. Ja. I should be done by 3 though. Okay. Tessa, we're starting soon. Got it! So, Date, meet me back here at 3? Ich fürchte es. If you ditch me, I will be beyond furious. Anyway, bye for now. Peace! Peace. Ich hab's versucht. Iris smiled and strolled over to the studio. There is no point remaining here. Let's get moving. Wieder keine Summarize, keine richtige. Mama hat bestimmt eine Schaufel und weiß, wie man jemanden los wird. Marble. You need more info on Ren?
Boah, einfach mal mit 3 Promille zum Date gehen. Das wäre auch so ein Move. Ich bin doch hier, oder? Na jetzt fahr mich, ich kann nicht mehr. You need more info on I'm sorry Ren. to waste your time, but I don't have anything for you. Okay. I see. Mhm. Sonst nichts Neues. What's it going? Well, I could use a little help down there, if you know what I mean. Ich bin raus. I do not know what she means. Perhaps you should take her up on her offer. Perhaps you should take her up on her offer? It's a trap. Absolutely not. Why are you always brushing that fish? Das ist ein Fisch, ich hab's für ein Messer gehalten. I find it calming. Oh. Why is that? Don't ask me. Das automatisch ist ein bisschen schnell. Kann man das ein bisschen verlangsamen? A Flowchart. Oh! You can check the story's progress and branching points with flowchart. This will be filling out as the story advances. By selecting a chapter investigation progress, you can jump to any points in the story. You are here. Tag 4. Monday, Sur AI. Das war der Psync. Da gab's eine Wahl? Begin Psync Case File. Begin Investigation, Reopen Investigation, Case File. Was ist Reopen Investigation? Was ist Case File? Ah, da. Ah. Das ist LB und RB. Ongoing. Wird die wieder entführt? Das ist ja interessant. Ich wollte aber eigentlich gucken, kann ich die Geschwindigkeit Cursor Speed, nein, Voice, nein. Das ist alles richtig. Okay, dann nicht. About Renju. You know about Renju and the Kumakura gang, right? Weil immer wenn ich was trinke, muss ich den Controller umgreifen, damit ich während des Trinkens noch weiter drücken kann. Ich meine, das ist eine Kleinigkeit, aber einfach auf automatisch drücken und trinken, das wäre irgendwie praktischer. Manchmal. Weil manchmal ist es halt auch gut zu wissen, wo man weiter drücken will und wo man überlegen möchte. Naja, schon okay.
You know about Renju and the Kumakura gang, right? Yeah. Yeah, I know. I heard it from his own mouth right here. Do they have anything to do with the talent scandal at Lemniscate? Talent scandal? Maybe now they do, since Renju is the president of Lemniscate. But even before that, Renju and the Kumakuras go way back. All the way back to high school. Mm-hmm. Hey, Date. Have you ever seen a dead body? Jetzt ja. I remember Renju saying that to me after he and I went through a bottle. You're a policeman. Seit wir durch eine Flasche gelaufen sind. I don't know what department, but I assume you aren't handing out traffic tickets. Der weiß nicht, welches Department ich bin. Ich verrate aber auch lieber, dass ich eine streng geheime AI im Auge habe, als in welchem Department ich bin, ehrlich gesagt. So, how about it? I didn't answer. I turned the question around on him. What about you? Me? Wie war das nochmal? So how about it? Achso, okay. Well, yeah. Not just one. Countless bodies. Okay. When I was in high school, I had a pretty crazy job. Mhm. You know the Kumakura gang? Damals nicht? I was hooked up to one of their phone fraud scams. Vielleicht. I was hooked up to one of their phone fraud scams. Okay. I just had to go collect the money from drop points and give it to the Kumakuras. A fraud ist Erpressung, nehme ich an. It was an easy job. Eventually, I became friends with the higher-ups. They started taking me with them on jobs. What jobs? The target was always an elderly person from the country with no family. Elderly folk who owned a lot of land, you know? They live every day in loneliness and desperation. You just have to be nice to them. That's all it takes. Guys would get to know the old people and they would set up an adoption process. Okay. Guys would get to know the old people and they would set up an adoption process. After that, you just have to get them really drunk. Throw them in the tub full of hot water. And they pass. Just like that. Adoption process? Die lassen jemanden adoptieren? Damit der das dann erbt? Heart attack, brain hemorrhage, or they simply go to sleep and drown. The police almost never investigated. It always looked natural, like they died of old age. Ja, bis auf die kürzlich geänderte Erbfolge vielleicht? So the adopted gang members would inherit the land. The adopted gang members. Then we sell it and make massive profits. I watched a lot of people get killed like that. Oh je. Oh, was macht das aus einem? And I've seen journalists get killed for getting too close to the truth. So Why am I telling you all this? Und Mama steht daneben und putzt ihren Fisch. Are you going to arrest me? Ja. I took a sip from my glass. I didn't say anything for a while. You didn't do it yourself, right?
No, I was always the lookout. Mhm. But still... Date, Tears fell to the counter, unending. We didn't say another word until the ice in the glass had melted to nothing. To water, nicht to nothing. Ah. Mama, summarize for me. I don't have anything else for you. Hmm. Sorry, I'm not much help. No, don't worry about it. Can you come back again tonight? Okay. Die will mich auch nochmal wiedersehen. There's a regular here who is good friends with Ren. They should be here tonight. Mhm. If you ask him, he might have some information for you. Tonight? Hm. Yes. I'll be waiting for you. Okay. Trotzdem hier about this fish. Mama is polishing a dried bonito fish. Naja, ich gehe mal kurz zum Cold Storage Warehouse. Muss hier wahrscheinlich eh überall hin. Cold Storage Warehouse. With Aiba in my left eye socket, I walked into the cold storage warehouse. Nicht nur mit Aiba in meinem eye socket, also in meiner Augenhöhle, sondern auch mit Akku. Hoffentlich. I could see my breath. Breathe. I looked around, shivering. Nothing seemed changed from last night, though. You first arrived here yesterday at 9 p.m. Ja. At that time, lying on this workbench was... Ja. Iris's dead body, covered with a white cloth. Mhm. But the second time, Mhm. The corpse was gone. Mhm. it was 11:25 p.m. Mhm. But the body could not have simply vanished. Mhm. Crime scene investigation was here before 11:25 p.m. Ja, wie vorher? When did they arrive? According to the report, 10:30 p.m. Ist ja trotzdem viel Zeit vergangen. After we finished sinking with So. Mhm. It took them an hour and a half to get here? Gute Frage. Ist nämlich genau der Punkt. Correct. Why did it take them so long? Yep. Unknown. Ha! The report does not specify. Perhaps a result of outside influence. Mhm. Outside influence? Overhead crane. The crane on the ceiling. Nothing has changed. The crane on the ceiling. Forklift. A forklift. Nothing seems out of the ordinary. A normal forklift. In any case, there is nothing of note about the bench. Examining it will not reveal any further information. Okay. It's a workbench. There's nothing on it. Forklift A A. forklift. It doesn't seem like it's in use. Yep. It was likely just left here. Mm-hmm. A forklift. The tires of the forklift and the ground they are on are clearly frozen. Yep. A switchboard. Switchboard. Nothing seems out of the ordinary. A switchboard installed in the back of the warehouse. It's a Box. wooden box. There is nothing inside. Nichts in dieser Box. An empty wooden box on the shelf. There are Shelves. only a few items on the shelf. It is likely that this warehouse isn't in regular use. Hmm. The storage space isn't in use. Cardboard box? There's a cardboard box on the floor. There's nothing in it. Shelves with boxes? There are numerous cardboard boxes on the shelves. Hmm. There is nothing abnormal about them. Okay.
Chairs packed with cardboard boxes. We searched the warehouse again, but we didn't find anything useful. Nothing. But finding nothing may, in fact, be something. Okay. What do you mean? I was just thinking out loud. TOL. Let's get going. Date, your temperature is dropping. Ja. At this rate, they might find your body in here. Nee. Okay, ich bin hergekommen, weil ich das so interessant finde, nichts zu finden. Dann kann ich auch bleiben. Hier wird den ganzen Tag nichts zu finden sein. Bis auf irgendwann mal mein toter Körper natürlich. Sejima Residence. Okay. So Sejima is a key person of interest in this case. Ich speichere mal wieder. Mhm. So, ja. Earlier, the boss cited 3 points of suspicion against him, and I agree with her assessment. I checked the call logs of So's phones. Congressman Sejima has one phone under his name, and a burner phone rented under a fake name. Ich dachte, hä? Erst hat er ein Mietshandy, welches kein Name registriert hat. Dann war es ein Burner-Phone. Und jetzt ist es ein Burner-Phone unter einem falschen Namen. Können die sich mal einigen? Did you find anything interesting? Unfortunately, no. Really? Oder hat er 3 Handys insgesamt? But I do have something. I looked into So's secretary's phone. Mhm. One call in particular stood out to me. Mhm. Huh? Ja, erzähl mir, Kanäle. It was 1 week ago, Leuchtkanäle, sorry. from Fuchu Prison. Oh, Fuchu Prison. From Fuchu Prison vor allem. The caller identified themselves as inmate number 89. 89, aha. Number 89. Yes, Mhm. this is most likely the same person who called HQ. Mhm. I know who killed Shoko Nadami. Mhm. Nur, dass er vorher da angerufen hat? Uff. What's he in jail for? Murder. Murder. He is serving a life sentence for multiple counts. Mhm. He was imprisoned 6 years ago. Mhm. 6 years ago. Yep. Der Boyfriend. Who is 89? From what I can determine, he is an assassin. Mhm. He accepts jobs from the criminal underworld for substantial rewards. Mhm. His code name is Falco. Okay. Falco. Correct. Sagt dir das was? Flashback. What's 89's name? Unknown. You don't know? He is not registered in any databases. Okay. He could be a foreigner or recent immigrant, but it would be impossible to determine from where. However, I did not detect any accent in his speech. I believe we can conclude that he grew up in Japan. Mhm. What's the relationship between So and 89? Unknown. You would have to ask Mr. Sejima for that information.
Die gibt er mir bestimmt gern. Number 89 said he knew who killed Shoko. Mhm. He did. But that may be a lie. Maybe. Does he have any connections to the Cyclops serial killings? Cyclops Serial Killings. Ist das schon ein Zyklopen-Serienkiller? Unknown. In all honesty, I have no idea. It looks like Iva is sitting in the passenger seat. Summary. Number 89. Should we visit Fuchu Prison? Wäre auch eine Möglichkeit. No, we don't have time. Call up boss. Tell her to request that number 89 be brought to Abyss. Wow, okay. Das wird ja spannend. Roger. Sejima Residence. I heard there was no body found at the cold storage warehouse. Isn't your investigation over? Tja. Pond. Iva, look! A merman! So is a wealthy politician. It is no surprise to me that he has a merman. A merman? Was a merman? Wait, a merman? Yep. Oh, hey everybody! I'm a merman. Was? Wer sagt das? I heard a strange voice just now. Just now. Could it be a pond? Bridge. There's an arch-shaped stone bridge over the pond. Stone. A garden stone. Island. There's a small island in the center of the pond. A lantern? A garden lantern. Speaking of gardens, what kind do you prefer? Oof. I like a well-manicured lawn. But some bushes aren't bad either. An was denkt er da? Gerade? I mean, what? There's a garden lantern. A tree. A tree. Topiary. It's a big green mushy. Actually, now that I look closer, it's just a bush. A spherical bush. Not a mushy. Okay, gut, dass wir das klargestellt haben. So. Why were you at the warehouse? I told you I will not answer that question. Tja. And why not? We didn't find anything there. There's nothing to hide. Außer das, was er vielleicht mitgenommen hat. It appears that he will not respond. Ach, meinst du? Hast du menschlich studiert? About Iris. How many times do I have to tell you? I don't know that girl. Bitte noch 947 Mal. Ich zähle mit. I've never seen her before. Ab jetzt. Date. I knew he was lying. Ja, das kann ich auch so sagen. This proves it. Ja, beweist. Ich weiß nicht, ob das vor Gericht stattfindet. I am having difficulty determining his motive for lying. Ja. After all, Iris was not killed. Maybe he's got a secret with her he doesn't want us knowing. Okay. What are you hiding so? Ist immer noch irritierend, dass er so heißt.
Why did you call Choco? You are beginning to irritate me. Ja, die Wirkung habe ich auf viele. What did you want to talk to her about? What is the private matter you mentioned? What is your relationship with her? I'll answer your questions when you present a warrant. Yep. Ja gut, dann bleibt ja nur noch About 89. Number 89? Who is that? Ach komm schon. An inmate at Fuchu prison. He used to go by Falco. He was an assassin. Odd, finding such a person in Japan. Mhm. What about him? About a week ago, he called your secretary. Dann ist die Sekretärin vielleicht auch daran verwickelt. I don't know anything about that. He was probably calling for a pardon or some such nonsense. Call for pardon? My secretary probably decided it wasn't worth my attention. Entschuldigung. About 89. If you need information, you can ask her. Warum sagt mir meine Abyss nicht, ob der gelogen hat gerade? Mich würde das so schon interessieren. Ich kann sie fragen? Oh, cool. I can't help you. Okay, mache ich doch. Haven't you people got enough? I'm very busy, excuse me. Ja, du bist sehr beschäftigt. Ich sehe das. Oh, actually, I do have one more thing to tell you. Okay. To be honest, Kaname Date, I don't like you. Oh nein! Boah, das ist hart. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. I don't ever want to see you again. Warum? Was habe ich dir getan? So I suggest that you don't show your face here anymore. So, I suggest. Da hat er wieder einen Freund verloren. Sowas auch. Oh nein, dabei habe ich mich doch so angestrengt, ihn zu mögen. Dass er mich mag. That you don't show your face here anymore. It's what's best for both of us. Understand? Nee, verstehe ich nicht. Ich bin ein bisschen schwer vom Begriff. So, walked away sternly. Who does this guy think he is? Date, your blood pressure is skyrocketing. Skyrocketing. Any higher could kill you. What? Okay. Mein Puls springt direkt auf kurz vor Tod. Ah. Relax, Date. Relax. We still have much to do. Ja. I know. Hieß es nicht, ich darf mit der Sekretärin reden? Sir Sejima Residence. Warum mache ich das jetzt nicht einfach? Abyss Hot Headquarters? Okay. Erfahre ich jetzt, wie viel Uhr es ist? 2:49 Uhr. Oh, gleich ist mein Date. In 11 Minuten. Ich werde sowas von nicht da sein. Es ist 20:31 Uhr. Danke, Asanox. I returned to Abyss HQ with Iva. I needed to talk to the boss. As I entered the room, the boss smiled, like she was waiting for me. I took care of what you asked for. Mm-hmm. Number 89? Mm-hmm. He's here. In the interrogation room. I'm on it. Okay. You'll go without me this time. I have some errands to run. Okay. One of the higher-ups needs me. Ach, the higher-ups. Ja. I'll have Pewter go to the interrogation with you. Okay. Understood. Peter ist dabei. Hey, 89. Der Peter.
Der sieht aus wie der in meinem Traum, oder nicht? Let's get started. Flashback? Camera. A camera used for interrogation. Mirror. The room is reflected in the mirror. Schau, ein neuer Freund für Date. Yep. Dreht sich mein Kopf? Ja! Mein Kopf bewegt sich. Uhu! Dass sie das eingebaut haben. Krasses Detail. Number 89. Fangen wir erstmal mit Smalltalk an. How many people have you killed? I don't know. So fange ich die meisten Gespräche an. Na, wie viel hast du schon umgebracht? It's not like I'm counting. Ich frage nur zur Sicherheit. Where are you from? Djibouti. 12. Djibouti? Northeast Africa, a small republic of roughly 900,000. Okay. I don't take kindly to stupid lies. Mhm. Warum glaubt er das nicht? What's your name? Number 89. Steht sogar auf seinem Overall. Your real name. I don't know, I forgot. Oh. Ja, geht mir ähnlich. Why did you call So Sejami's secretary? Oh, you know about that. It's true. I called Sejima's secretary. I got him on the line and I told him something very important. I got him on the line. Aha. So hat gelogen. Nein. You spoke with him directly? Yeah, What did you tell him? I told him to call somebody. Und zu wen? Somebody. I can't tell you anymore. Huh. About Choco's murder. All right. Let's get back to the topic at hand. 2 days ago, you called our investigation office. You said you know who killed Shoko Nadami. That's right. Who? Hey, don't be so hasty. Es war vor 2 Tagen. Ich habe doch genug gewartet. We haven't agreed on a deal. Ja, das stimmt. You're gonna let me out of prison, right? Ja, das stimmt nicht. Yes, I promise. Okay. You're lying. You don't want to release me. Der 2 gleichfarbige Augen. Ja, genau, noch das Vorspiel, Dino. Nicht so schnell. I see, I see. That's fine. I was expecting this anyway. I just wanted a good excuse to leave the prison. What do you mean? You really want to know? Das war geplant. Er wollte einfach nur mal hier sein. Here's what I mean! Jetzt poppt ihr sein Auge raus. Oder explodiert. Im Kopf. Bam. You'll Ja. make a good hostage for me. Take me to the exit. Now. Das lief ja gut.
Police Headquarters. 4:06 Uhr. Oh, ich habe das Date verpasst. Oder gehabt. Man sieht nicht immer alles. Oh, darn. Mhm. Are you kidding me? Mhm. A criminal serving a life sentence just escaped from Metro Police. Mhm. Headquarters. Boss. I ordered everyone to keep quiet about this, but it's only a matter of time before the press sniffs this out. Ja. We need to get number 89 back before then. Mhm. Ja, das ist ja nicht so gut gelaufen. Hier, Peter. Where's my gun? Number 89 still has it. Sieht aber anders aus. But don't worry. I have a spare. Ja, genau das ist, worum ich mir Sorgen mache. Genau das ist mein Problem. Nicht, dass der Verurteilte zum lebenslang, also ist der lebenslang verurteilte Verbrecher, Mörder, eine Knarre hat. Sondern, dass ich keine mehr habe. I'll give it to you later. Später. Warum später? How did he get away? He punched out an officer and stole his clothes. Wetten, der geht Iris und die Mutter killen. Dann komme ich vielleicht doch aus meinem Date raus. Hm? He put on the uniform and brought me with him at gunpoint. Das ist ein alter Auftrag bestimmt. Hm. Wobei er damals ja nicht sie treffen sollte, sondern den Typen. Denke ich mal. Wobei das schon eine harte Strafe wäre. Okay, ich bringe dich nicht um, dafür jeden, den du triffst. Brought me with him at gunpoint. Well, he had the gun in his pocket, hiding it. Ja dann. No one on the floor even knew this was happening. Mhm. He got on the elevator and made it to the ground floor. He even stole my security card. Oh nein. He said he'd kill me if I tried anything. I suppose the whole escape took him about 5 minutes. Ja, gut gemacht. He must have planned this. Eins muss man 89 lassen, er versteht sein Handwerk. Yep. Macht einfach mal einen Anruf und ist dann wieder frei. You're rather calm about all this. You are rather calm about all this. I'm coming down from being terrified for my life. I'm in a bit of a fugue state right now. Warum war der überhaupt da, wenn der einfach nichts kann? Also, der kann jetzt nicht nichts, aber der ist halt Ingenieur, der bei Verbrechen einknickt. Meine ich. Vor allem, wäre ihm was passiert, was wäre dann mit meinem Auge und der ganzen Technik passiert? Er ist der Ingenieur. Was macht der da? In einem Verhörraum. Haben die nicht noch mehr Leute, die mir helfen können? Where is 89? How would I know? After he got to the exit, he let me go. Okay. I didn't see where he went. I collapsed right there. Ah ja. Hey, Boss.
Apologize or don't apologize? Nope. Don't you have something to say? I know an apology isn't gonna fix it, but I know I'm responsible for this. I'll get him. Well then, good luck. Ich werfe ein Auge drauf. Summarize for me. Date, I know you are already aware of this, but there are security cameras all over this compound. I checked all of them. Number 89 fled in a car that was waiting for him. So he had an accomplice? Yes, Did you see who was driving? I did. Ah, oho. Who was it? Wer wird's gewesen sein? Na, Otter? You and I know him well. Otter? Renju? Nein. I told Voss and Peter what Iva revealed to me. Renju? Why? Tja. Weil die damals Freunde Date, waren? Moma is calling. Mama! Moma? From the Kumakuras? I'll connect him. Hey, Date. I just got the word. The word. Renju's been seen. Okay. What? Where? Hey, don't forget our deal. Deal? What deal? Date mit Iris. You forgot already? I'm talking about Tessa. ASAP. Oh, right. Yep. Kannst du dich glaubwürdig als mich verkleiden? Ich nehme die einfach mit zum Date. Dann habe ich mein Versprechen, habe ich beide Versprechen gleichzeitig erfüllt. Dann bin sowohl ich auf dem Date mit ihr, als auch er auf dem Date mit ihr. Der sieht aus wie eine ältere Version von 89. I'll be waiting. I'll be waiting. You know what to do. You know what to do. What should we do? With the drunken sailor. We have no choice. We have to take her. To Moma? Yes. Oh, ich muss in Vorleistung treten? Oh. Lemniscate. Montag 4:43 Uhr. Ein wenig verspätet. Oh my gosh! Late. You're late. Nein, I am Date, nicht Latte. Also du könntest es einfach haben. Verhaften Otter und sein Mom. Ja, das hat bei So aber auch nicht funktioniert. Ich muss auch noch Beweise haben. Am Ende ist Schoko auch noch nicht mehr tot. I'm going home. Was dann? Never! Never. Have you forgotten the vows you exchanged? Vows. Are you drunk? Gute Frage. No, of course not. Nee, klingt so. You're drunk. I kid. I'm kidding! Wow. Das will ich von meinem Date hören. I kid. Einfach erschießen und nicht fragen. Ich glaube, da hätte jeder Richter Verständnis für. I can't believe I'm gonna shovel forge with you. I'm getting excited! Ich habe nie gesagt, dass ich mit dir Minecraft spiele. We are not shovel forging. I was talking about the date, silly. Shovel Forge and a date are synonymous, apparently. Hä? Seit wann? So where are we going? Where should I take her?
Ich speichere erstmal. To where the dragon is? A gangster bar? To a Yakuza office building? A really nice place. Was ist der Unterschied zwischen To where the dragon is und To a Yakuza office building? Und warum a Yakuza office building? Gibt es da mehrere von? Dragon. To where the dragon is. To meet the dragon. The dragon? Like that dragon? The Dragon of Shovelforge, dann wahrscheinlich. Yeah. Oh, I get it. Hm. Like a fantasy world with swords and magic. And you're gonna teleport me there. Woohoo! I'm getting fired up! Du bist gefeuert. She didn't completely understand, but I didn't have time to care. Ich bin aber zu beschäftigt, um mich dafür zu interessieren. I took Iris to the Kumakuras. Ich hatte nicht wirklich die Wahl, wo es hingeht, sondern wie ich es ihr sage. Wenn du sie erschießt, bekommst du noch einen Orden dabei, bestimmt. Kumakura Office, Montag 5:10 Uhr. Ooh, look at the dragon! Mhm. So cool! So, this is a crime syndicate building, right? Yeah, the Kumakuras. Aber pass auf! Schatten! And you were trying to make me believe this was some kind of fantasy world? Naja, man kann es auch so sehen. No, that's what you thought. Wow, Dante lied to me! Dante, you bastard! You bastard! Hallo? Du jetzt ja mal, könntest ja mal dafür Verständnis haben. You made Tessa cry! Dafür werde ich sterben. Mister, save me! Throw this man into Tokyo Bay! Oh Gott. Okay, ich bin tot und sie arbeitet jetzt für ihn. Got it! I'll have him sleeping with the fishes. Oh Gott. Erstmal, wie bewegt er sich komisch? Im zweiten, wie betont er das? I've got him sleeping with the fishes. This is an interesting turn of events. Ha! Tja, hättest du sie mal erschossen. Ja. I can hardly believe it. Was glaubst du denn, was passiert? Mama, I held up my end of the deal. Wagen damals schon. I held up my end of the deal. Oh, das ist immer ein guter Dealbreaker. Datebreaker. Zu sagen, ja gut, jetzt ist sie ja hier, das ist ja, das war ja unser Deal. You sure did! You wanna hear about Renju? Mr. Okiura? Iris? About Renju. What happened to Mr. Okiura? I heard he escaped the hospital. Mhm. So Hab did ich ihr I. ja auch gesagt. But I don't know anything more than that. Was? Mama weiß mehr nicht? Toll. Dankeschön. Please tell me. Please. Please. Renju's escape from the hospital was strange. Three things stuck out to me. I laid out the facts.
Mizuki was lured to the place where Shoko's body was found by a message sent from Renju's phone. I found Iris' body in Okura Fishery Cold Storage Warehouse. Earlier today, Renju fled with a prisoner escaping a life sentence. An assassin named hashtag number 89. Or Falken? Oder wie hieß er noch? Hold up. What were you saying about Tessa's dead body? Over Tessa's dead body. Oh, well... Ich hab sie gerettet. Date saw a parallel world with my dead body in it. Mhm. A parallel world? Mhm. Never heard of it? Jeder. Oh, yeah, of course I have. Yeah, right. Parallel worlds and all that shit. Yeah. I don't understand it, but I suppose he does. Good, because I don't feel like explaining it. But why would Mr. Okura do that? Because he's a criminal. I don't know. Wie war das noch? Er könnte auch der Vater gewesen sein, aber nicht der Boyfriend von vor 6 Jahren. He could be a hostage or an accomplice. Mhm. Either way, I need to find him. Sincerely apologize. Sorry for bringing you here. It's okay. You don't have to be scared, Tessa. Mhm. We're not thugs. We're just a gang. Mhm. About as contradictory as meatless beef. About as contradictory as meatless beef. The old boss was really violent. He would take a cheese grater to someone's leg if they looked at him funny. Mhm. Käsehobel. But after I took over, we went crystal clean. Ja, gut. Ich meine, es sind immer noch alle Leute hier, die dabei waren. Aber immerhin er ist ja nicht mehr da. Dann ist ja alles in Ordnung, oder? Crystal. Ja, wie Shovelforge. Methamphetamines. Methamphetamine? Hä? Warum sagt er das jetzt? Drogen. Okay. No, we don't do drugs. We don't deal with that stuff. Okay. Aber mit Mädchen. Mädchenhandel macht er ja. Offensichtlich. Ich meine, hat er heute gemacht. We had to restructure the whole operation. Cut a lot of people off. Cut? Their throats. No! Not like that! Mir gefällt der Verlauf. Introduce Mama nur, wenn es sein muss. Mama. Where are your goons? They're out. Ja, komisch. Was für ein Zufall. Looking for Renju. Oh, okay. Besides, I can't have them here seeing me like this. Mit ihr. Like this. Good point. That's an expensive looking ring. Why do you care? Can I have it? What? What? Can I have the ring? Afka, alles klar. Ist dann also nix. Why would I give it to you? Du hast da einen sehr teuren Ring. Kann ich das haben? Hey, can I have the ring? Nice. Absolutely, of course you can. Here, take it.
Wait, no. I can't give you this. You're so cheap. Oh. Sein Gesichtsausdruck. Oh nein. Come on, it's not like you're losing it. It's exactly like I'm losing it. Ist ja nicht so, als ob der Ring weg wäre. Ja, doch schon. Genau das. Aww. Oh. You guys are a good team. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Like siblings. Das schon eher. About the Renju tip. You said on the phone that you saw Renju. Yeah, I had all my people looking for him. Ich hätte jetzt auch noch vor ihr erwähnt, dass er ja sagte, er erzählt's mir nur, wenn ich sie mal mitbringe. Fände ich gut, wäre irgendwie auch mein Stil. I had all my people looking for him. So, tell me where he is. I could. Jetzt muss ich ihn vorstellen. Hey, I held up my end. I brought Iris like you asked. Ja! Ja! Date, come here. Sie reagiert nicht. Come here. Mama took me to the corner of the room. Date, I don't quite know how to ask this, but... Nein. Can you ask Tessa if I can shake her hand, please? Shake her hand. Ich soll jetzt sie fragen, möchtest du vielleicht mal seine Hand schütteln? Beziehungsweise umgekehrt, darf er mal deine Hand schütteln? Das kommt sehr komisch. Oh, that's it? Sure. Nicht nur die Hand. Mama and I broke our huddle. Huddle? Iris, could you do me a favor? A favor? He wants to see your boobs. What the fuck, dude? I didn't say that! Sie macht's trotzdem. Oh, sorry. What I meant was, he wants to shake your hand. Oh, a handshake. Sure. I would never show my boobs. Außer wenn sie tot ist. Iris took Mamas hand gently and shook it. Zwar nicht das, was er wollte, sondern Mama wollte das tun, also aktiv sein. Dante, this is the happiest day of my life. It feels good to be the boss. So how about it? Ich glaube, der hat gerade seine Jungfräulichkeit verloren. All right, here it goes. Renju was seen in 2 places. Okay. First, Sunfish Pocket, the maid cafe. Ja, kenne ich. Second, Ikume Shrine. Ikume Shrine. Da schon wieder. Wo auch der Freund von der Mutter, der Single-Mutter, war. Oh, willkommen im Chat. Hallo. Wieder da. Voraussichtlich. Sunfish Pocket and Ikume Shrine. Got it, thanks. 2 No Orte. problem, bro. Really. Mama is sitting on the other side of the desk.
Ich kann jetzt nicht gehen, ohne sie noch vorzustellen. Hier, Dragon. A Bronze Dragon. Na, ist der Computer jetzt an? A PC on the top of the desk. Crest. Sakura crest. There's an A-set figure hidden in the safe behind it. Shrine, a Shinto shrine. Wäre irgendwie schon witzig, wenn ich jetzt noch zu ihm sagen würde, zeig A-Set doch mal deine A-Set-Figur in dem Safe da. Iris, Introduction. Introduce Mama. Oh yeah, I haven't introduced this old man yet. X-Ray. Ja, hat's ja schon gesehen. I'm 24! Alter Mann, 6 Jahre älter als sie. Moment mal, 24? Uta war doch genauso alt. Moma is lying. He is at least 48. Mhm. Absolutely. Sorry for not introducing myself. My name is Moma Kumakura. I work for a prestigious advertising agency. Advertising. Das ist genau das, was sie braucht. You run the Kumakura gang, right? You're like a mob boss. Mob-Boss? So wird das genannt. How did you know that? Is he stupid? Sie zumindest nicht. Moma may not look it, but he's a huge A-Set fan. Ah, ja. Well, I mean, I don't know if I'm a huge fan. Der größte Fan in diesem Raum. Gambling. Gambling. Bet! Debt! A-Set! Worries. Forget? Fret? A-Set! Fred? Was ist Fred? Now what does she say? No, what does she say? A-Set, you bet! Wow, my catchphrase! Thank you! Mhm. This is kind of embarrassing. But sorry, Moma. I don't like gangsters. Aww. Aww. Schieße beide. I don't like gangsters either. Gangsters are awful. Kann ich es irgendwie so aussehen lassen, als ob der sie und sich erschossen hätte? Löse sie von ihren Leiden. All those nasty Yakuza guys should drop dead, am I right? Mhm. Ich habe das aufgezeichnet. Ich kann das verwenden. Als Video. Summarize for me. Anyway, Moma, take care of Iris for me. Ich lasse sie einfach hier. Der wird sich bestimmt um sie kümmern. What? What? Wait! Mhm. You're leaving me here? Mhm. You'll be safe with him. Ihr werdet schon auch gute Freunde werden. Are you serious? Look at his face! Ja, das Gesicht, genau. Not to mention he runs a crime syndicate. Mhm. What if he sells me to the highest bidder? Naja, er ist ja der größte Fan. Tessa, I would never do that! Ja. Zumindest behauptet er das.
Kann natürlich auch alles vorgespielt sein. I told you, we're clean now. We're clean. We all go home on time. We follow government regulations. See ya. Wait! What about Shovel Forge? Shovel Forge. I told you I never promised to play with you. Dabei spielt er ständig mit ihr. But you promised me a date. Ja. Date, is this true? You son of a bitch. What? Ich kenne ja noch nicht mal meine Mutter. Mein Gedächtnis verloren. Wow. Wow. I'm gonna ignore that. Ich ignoriere es einfach. Good idea. Date, you're gonna look for Mr. Okiura, right? Ja, Take me with you. ich glaube, das könnte besser sein. If you do, I'll tell you about last night. Hättest du mal auf mich gehört? Ja, warte mal. Ich schaff das noch, dass der sie erschießt. Und dann sich selber. Ich krieg das hin. I will tell you about last night. Ah. Her late night visitor. Yep. And Dino believe. Fine. Date. Yay! Date, don't ignore me. Hey komm, du hattest jetzt ein längeres Date, als ich mit ihr gehabt habe. Ob ihm das überzeugt? A clean gang. Oh, that's just a toy. Mhm. Oh, just a toy. Mhm. Let's leave them alone for a while. Ich glaube, die zwei brauchen We have two diesen places to Space check. für sich. Sunfish Pocket and Ikume Shrine. I want to go to the warehouse too, Okay. Und sie where kommt you mit. found my dead body. Oh. Something bothering you? No, I'm just curious. Oh, and one more thing. Ich habe Angst. Can we eat somewhere? Was war das für ein Geräusch? War das... Ach, das war Magenknurren. Oder sollte es sein? Es klang irgendwie anders. Food sounds good. I haven't eaten in a while. Oh, my chest hurts. Getting hard to breathe. Mhm. Okay. Dann... Matsushita Dinner? Ich will doch sowieso zum Sunfish Pocket. Warum esse ich nicht da? So, das Café. Ach ja, weil ich da gefüttert werde. Naja, gut. Dann habe ich noch Zeit, um irgendwo anders hinzugehen. Hauptsache nicht gefüttert werden, das ist mir total wert. Ikume Shrine, da will ich eigentlich am liebsten hin, aber genau deswegen nehme ich erstmal die anderen Sachen. Erstmal Cold Storage Warehouse. Cold Storage Warehouse. Monday. I saw it. I'm sure. Hmm. Your corpse, Iris. Right here. Mhm. But I'm here now. Ja. Maybe I'm a ghost. You don't look like a floating sheet. You have legs. Ach, die sind ihm aufgefallen. But maybe they're not legs. Maybe they're my boobs. Das wäre nicht weniger furchtbar. I try to picture Iris' breasts swinging down there like that. Schießi, du hast versprochen.
And then I decided not to. Didn't you say that you saved me in your dream? In Soulstream, genauer gesagt. What did you mean by that? I told you that I'm with an organization called Abyss, right? Ja, habe ich tatsächlich schon gesagt. Yeah, you told me 2 days ago. We find clues in the minds of suspects and witnesses. We enter what we call somnium, a dream world projected by their subconscious. That's what the entire organization is about. Nicht über diese Augen. Also nicht so vordergründig. Vielleicht. How do you even do that? We have a machine that we call the sync machine. The machine! What is that? It's a sync machine. That's not an explanation. Was will die wissen? Tell me how it works. Ich weiß es doch selbst nicht. Ich bin doch kein Ingenieur. Well, I can explain, but it will require a bit of background to understand. Background? Jetzt erkläre ich dir erstmal die Relativitätstheorie, dann reden wir weiter. Do you know about the BBB? I've heard of it. The blood-brain barrier, right? Ach, die. Inside the skull, there's an army of little teeny tiny soldiers that surround the brain. They protect the brain from bad stuff in the blood, right? That's almost it, yeah. The blood-brain barrier describes the architecture of the microvessels of the brain. It is a kind of shield that protects the brain. To get through, an object must be no larger than 0.4 nanometers. Objects too large to slip through the barrier cannot physically access the brain. Es sei denn, man verletzt es. So ist wie eine Kugel. Do you know about nanotechnology? Nanotech? Yeah. Technology related to really small things. Like really teeny tiny things. Really teeny tiny. And when they make a machine, they're called nanomachines. I heard they use them a lot for medical and tech fields. Some of the cutting-edge nanomachines can even go inside your body and cure illnesses. They can even cure cancer. And they go beep, beep, beep. That's what Mom said. That's what she said. Well, I don't know if it was like beep, beep or But anyway, nanotechnology costs tons of money. Only a few people can even afford it. My college professor said only the richest of the rich have nanotechnology. But he's pretty liberal, so... Hat keine. Largely accurate. Nano is a prefix meaning 10 to the negative 9th power. 10 hoch minus 9, yep. A nanometer is therefore 0.0000000001 meters. The sync machine uses machines approximately 2.16 nanometers long. Das ist verdammt klein. Und damit kann es durch die Blut-Hirn-Barriere. Viruses are on average 20 to 970 nanometers. So sync nanomachines are far smaller than that. Das hat schon was zu bedeuten. This allows them to access neural circuitry. During a sync, the nanomachines are used to write in the syncer's data. Do you know about the wedge system? Das habe ich mich schon immer gefragt. Die weiß natürlich Bescheid. I guess not. No, I know what it is. Okay. It's the core programming behind AI, right? Ach ja, stimmt. Das war das. Warum weiß sie das? That's right. What's wrong? What? Wie? What? You're shivering. Es ist kalt hier. It's nothing. Don't worry about it.
Hä? Die bestimmt krank. Möglich. Möglich. Die soll ja demnächst sterben, meinte sie mal. To borrow Pewter's explanation. Das fehlt in der Seifenoper noch. Ja. With the advent of the Wadjet system, we can extract the data of the human psyche. Okay. This data is sent to the brain, which achieves the sync. Mhm. So, here's how sync works. Okay, you have the basics down. Keine People of Color. Let me explain how syncing works. Syncers like me equip the sync gear and use it to access the subject's brain. Inside the helmet are nanocables. And on the tip of each of these cables is a special nanomachine. But the machine can't reach the brain through blood alone. Do you know why? The BBB soldiers say, "Go away," and push them back? Ich dachte, die wären kleiner. Well, yeah, kind of. But for the sync to work, we have to get the nanomachines into the brain itself. How do we do that? Hey, Hirt! Vielen lieben Dank für dein Raid. Und schön, dass du da bist. Bei diesem Spiel habe ich an dich gedacht. Ob das nicht auch was für dich wäre. Dass du das auch mal spielen solltest. Abend. Grüß dich. Na, was gab's bei euch Schönes? Und ich glaube, gerade kein Mod da. Doch. Schwesterchen, der ist gut. Der ist richtig gut. Wenn ihr das fertig habt, hätte ich gerne die Erlaubnis, das bei uns im Gilden-Discord zu posten. Oh, da habe ich gerade richtig gehärtet, ey. Hat das jemand geklippt? Habt ihr das geklippt? Bitte sag mir, irgendjemand hat das geklippt. Wir sind offiziell in der Trainingsphase angekommen. Ich kenne Final Fantasy nicht. Also, ich habe schon mal von gehört. Alles, was ich bisher da so von gesehen habe, war jetzt nicht so meins. Aber von daher sagt mir das jetzt nichts Genaueres. Aber war gut, hat Spaß gemacht. Und hier das Spiel, ja. Ich bin ein Police Officer, oder beziehungsweise Polizist. Officer weiß ich nicht. Und kläre einen Mord auf, indem ich Leute befrage, mein AI-Auge benutze, mich mit ihr da einlasse. Okay, Final Fantasy ist ja eher sehr linear und aktuell sind wir der Open-World-Phase angelangt. Oh, krass. Das ist Game-Breaking. Hier ist auch sehr linear. Mal schauen, wie das sich entwickelt. So, how do we do that? Drill a hole in the skull? Sie hat alles gewusst, so jetzt wird sich das. No. In Shovel Forge, you can use a pickaxe and... Shovel Forge ist so ein Minecraft-Klon, was sie immer spielt. Weil sie irgendwie als Streamerin berühmt wurde, bevor sie dann auch mit Tanzen und Singen anfing. Im Stream oder so. No, it has nothing to do with tools. We don't have to open a hole. Was sind schon Tools, diese Nano-Dinge? Skulls already have holes in them. Es geht ja auch, also das Problem sind ja auch nicht die Skulls.
One of those holes is the Optic Canal, which is a nerve canal located behind the eyes. Okay. The nanocables of the sync gear go through your eyes. Mhm. Darum die Verbindung Sync und Auge. Um das Gehirn des Syncers zu erreichen. Aber bei dem anderen ist das irgendwie nicht nötig. Aber Tino, du könntest mal ein Auge auf sie werfen. Dann würde sie ohnmächtig werfen und das Spiel wäre zu Ende. Wir hatten das doch schon. Hab mich dagegen entschieden. Mein Plan wäre das ja. Then go to the back of your eye socket. Then through the optic canal to the sea. To the sea. The sea? The sea of brain cells, anyway. That sounds kind of romantic. Ja. It's only a chunk of protein. Das hat sie jetzt nicht laut gesagt. Here's how sync works. Once the nanocables arrive at their destination, they can begin the sync process. They slide into the brain like roots of a tree. And on the tip of each cable, the nanomachine sends and receives data. This is controlled by the Wadjet system. And that's how the syncer and the subject exchange information. Exchange? Think of it this way. The human brain has a max capacity of one psyche, one consciousness. Und woher kommen dann die anderen 10 Stimmen? Multiple instances of consciousness inside one brain can cause a total collapse of higher brain functions. Okay. You know how a car only has one steering wheel? If there were 2, there would be accidents all over the place. Maybe. Well, don't some planes have 2 control sticks? Touché. Okay, maybe it wasn't the best metaphor. What I'm trying to say is that the human body can only hold one person. Auch das ist falsch. If you try to have 2 people inside one brain, it will break. Okay. I see. Ja. Und? Because of this, the syncer's data goes inside the subject's brain. And the only thing inside the subject's mind at the time of the sync are their memories. Like a house with no one inside. Okay. We syncers break into the house, look for clues, and leave. All within 6 minutes. Sonst ist der andere Fritte? There's a time limit? Yes, or else the house will collapse on our heads. Also nicht man selbst wird dann der andere, wie ich das mal verstanden hatte, sondern sonst gibt's Hirnschaden bei dem anderen. Hirngemüse. The neural circuits would become too deeply entwined with one another. Oh. Jetzt doch das? Also was denn jetzt? To put it simply, the syncer would be trapped inside the subject's house. Okay. Aha. Das finde ich jetzt aber ein bisschen widersprüchlich. Was denn nun? Kann ja nicht beides passieren. Thank you for explaining it. Entweder ist er in einem Haus gefangen oder das Haus stürzt ein. I don't completely understand how sync works, but still. Just don't tell anyone. This is extremely confidential. Ja, darum erzählt er es ja nur ihr. It's okay, I won't. Date, tell me this.
Who did you sync with yesterday? Gute Frage. Didn't I show you his picture? Hat er? Congressman Sojima. So that's why you know so much about him. So, ich muss mir langsam Abendbrot machen. Viel Spaß euch und schönen Abend. Ja, konnte ich dich dann so ein bisschen anfixen? Weil ich glaube wirklich, das könnte dir auch gefallen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie... Ja doch, vom Stil her vielleicht? Ich hab's nur leider nicht auf Steam, sonst würde ich es einfach leihen. Nicht, dass du jemals mal das Angebot in Anspruch genommen hast, das letzte Spiel zu leihen, was ich dir geliehen habe. Also was ich dir zur Verfügung gestellt habe. Ich lese mir morgen mal die Spielbeschreibung durch. Okay. Ja, dann lass dir schmecken. Mach's gut. Vielen Dank nochmal für den Raid. Und bis dann. Man sieht sich. But you've never met him, right? I haven't, I swear. Summarize weiter. Hey, Date. You saw my corpse here, right? Ja. I did. I'm sure of it. Die setzt sich da garantiert hin. And in SoStream, you saved me from getting killed. Mhm. Yeah. And then somehow, I resurrected. Mhm. Yeah. Ich hatte dieses Aufbauspiel recht lange gespielt von dir. Welches war's denn? Sonst ist meine Liste einfach noch recht lang. Die muss ich erstmal abarbeiten. Welches Aufbauspiel war's denn? Ich dachte eigentlich an ein anderes Spiel, was du, glaube ich, nicht gespielt hast. Ja gut, ja gut. Ich meine, es ist ja auch nur ein Angebot, ist ja auch deine Sache. Aber okay. Punkt ist nur der, das Spiel kann ich dir nicht leihen, weil ich das auf Xbox habe. Also nicht auf der Xbox, sondern im Xbox Game Pass für PC. Und ja, ich weiß, was du meinst. Meine Liste ist auch lang. Dawn of Man. Ach ja, stimmt. Das Spiel. Ja gut, ja gut. Dann ist ja schön, dass es dir gefallen hat. Anscheinend. Okay. Date, that means you're... Deine Lebensretterin. Achoo! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Date, is the cold too much for Iris? Yeah, I'm freezing too. Und sie hat nicht so viel an. Iris, let's get out of here for now. Roger that! Okay, sie legt sich da nicht hin. Ich glaube, ich muss hier mal einen warmen Tee machen. Matsushita Dinner. I'm so hungry. Tessa? Otter? Why are you here? Warum bist du hier? I told Date I was hungry, so... I've always wanted to eat here. Ah! Das ist hier. Mutter war es sicher, oder seine Mutter? I have always wanted to eat here. I'll have my usual, Ota. Seine Mutter in der Imbiss. Ja, ich erinnere mich. Ich wusste nur nicht, dass der Name halt der ist. Also ich habe den Namen nicht wiedererkannt. Dass sie einen Imbiss hat, ja, das war mir klar. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie aber hier hingehen würden. Yes, right away. Wobei das schon ein cooler Move ist. Okay, ich muss mit dir... Mit Blumentopf. Auf dem Messer. Ich muss mit dir ein Date haben, dann halt bei Ota.
Nur nicht romantisch werden lassen. Uta flew into the kitchen. Iris watched him go and took a seat. Die wird ihm wohl noch erzählen, dass wir hier ein Date haben. Nehme ich an. Uta, where's Renju? You're still looking for him? Mhm. Well, like I told you before, I don't know. Mhm. Where's your mom? She's in the living room. Mhm. I think she's watching TV. How about you? What are you doing here? Ja, irgendjemand muss den Laden ja schmeißen, wa? I was just doing some meditation, lying on the ground. Hm. Ist aufgelinkt, du. He means sleeping. Date, why are you with Tessa? Ha! Jetzt sagt sie's. We are. Not Shovel Forge. Not Shovelford. On a date. Ich wusste es. Oh, a date. Der nimmt das aber erstaunlich gelassen. Huh. Huh. A date? Jetzt kommt's raus. I'm on an investigation, and she wouldn't let me go. Date, I have some delicious fugu eggs. I promise they're not poisoned. Would you like some? Uta, ich weiß wer, ich glaube, ich habe eine Idee, wer das da im Chat gewesen sein könnte. Hast du auch was anderes für mich? No thanks. I'm fine. You're good at cooking, huh? Yeah. Dazu sage ich nichts. My dad taught me when I was little. Mhm. You're making me something too, right? Mhm. Ja, hat er ja gerade gesagt. Sure. My treat, Date. My treat. What is cooking in the kitchen? So, Iris. What's your usual? Omelet rice. Okay. 89 ist der Dad bestimmt. Das ist ein Killer-Duo. Otter und 89. Ja, warum nicht? Ota's omelet rice is so good it gives me stomach cramps. Okay. Is that a compliment? Omelette-Reis. You're embarrassing me. Well, Ota appears to have taken it as a compliment. Der nimmt doch alles als Kompliment von ihr. Der will ja einfach glauben, dass sie auf ihn steht. Oder stehen könnte oder alles, was in die Richtung geht. You have been here before? Yeah, I have. Omelette mit Reisfüllung, denke ich. Kenne ich gar nicht. Okay. Have you met Ota's mother, Mayumi? Yeah, but Bird. I don't think she likes me. Hexe. That's not true. Mom is just jealous of how pretty you are, Tessa. Genau. Hexe. Japanisches Gericht. Ah, okay. Not very reassuring. Mhm. Whether out of jealousy or otherwise, she still doesn't like Iris. Guter Punkt. Sag doch Ota oder die Mutter war's. I know, Heptagon. About Iris' resurrection. Iris, Gutes Gesprächsthema für hier. Stell dir vor, du sitzt da, kochst gerade und der Polizeiofficer. Übrigens, bezüglich diese Wiederauferstehung, die du da gemacht hast. Hold it! Was? What do you mean coming back to life? Back to life. Back to reality. Shovel Forge.
Kannst mal ihr Messer sehen und die mit den Einstichwunden vergleichen? Schwierig. I decided to tell Ota about Iris' resurrection. Okay. Date jumped into a parallel world where I'm still alive. Tessa died? Yep. Aber es ist geheim. Guter Punkt. Wie soll er davon erzählen, ohne zu erzählen, dass ich in die Träume eines anderen eintauche? Guter Punkt. About the parallel world. Hey, can you tell me about this parallel world idea in more detail? Oh, sure. How should I explain this? Well... Oh, I know. Let's play rock, paper, scissors. Okay. Rock, paper, scissors? Yeah. If we tie, nothing happens. Es wird nur in der hiesigen Zeit ein Artikel erscheinen. Ja. Ich erzähl's ja nur der ganzen Stadt persönlich. Aber keiner sagt's weiter. We just shake hands. If I win, you have to give me something. What if I win? Zeitung. Ah, okay. I'll do anything. I'll do anything. Oh. Anything? Anything. Aber warum weiß Iris so viel von der Traumwelt? Ja, ist so. Und was macht die da mit ihren Händen? Shut up forever. Date, your heart rate is rapidly increasing. Och, Aiba. Why exactly is that? Aiba, das verstehst du nicht. Alright, let's do this. Okay, let's go. Let's go. 1, 2, 3, shoot. What should I throw out? Ich speichere mal. Paper. Shoot. Du willst ja nur gewinnen, verstehe. Shoot. Gewonnen. Fuck! Yeah! Date, calm down. You're going to pop a blood vessel. Aw, I lost. Aww. But I made a promise. What do you want me to do? If it's no trouble, I want to see your... See what? Let me see... See... Sag's nicht. I will kill you if you say it. See... seal. I meant seal. Seal? Not the smoothest recovery. Oh, I get it. Shovelforge. You want to see me imitate a seal. No, Iris, please. Okay, well, here it goes, I guess. Nom 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 nom. Tessa, what are you doing? We just played rock, paper, scissors, right? Die hellste Leuchte auf Kuchen ist sie nicht. Ja, gut, dafür ist sie ja nicht bekannt. You won, and you made me be a seal for some reason. Das wussten wir ja schon. Genau.
But in a different timeline, maybe we tied. Or maybe I got a prize from you. If I had chosen rock or paper... So those timelines are what I'd call a parallel world. So you think I jumped from a world in which you were dead to this one where you're alive? That's what I think. Huh. Parallel world, huh? I can't believe it, but... Sure you can. Parallel worlds exist. Do you know about the Mandela effect? Or the Booba Kiki effect? Okay, die weiß schon Dinge. Booba Kiki Effekt hab ich glaube ich noch nicht mal was von gehört. Mandela Effekt schon zumindest gehört, aber wisst jetzt auch nicht, was das ist. Or the 100 million balls. If I explain that, would you believe me? Balls. Sounds really interesting, Tessa. Die ist schon ein bisschen interessant. I know some urban legends like that. The spatial temporal man, and the lost friend, and the story of two sisters. I've heard people talking about it. Bevor ich hier durchgehe, gucke ich erstmal hier im Flowchart nach. Okay, hier sehe ich jetzt nicht, dass hier mehrere Linien von weggehen. Jetzt laden? Ja. Ich will mal nicht gewinnen. Wenn möglich. 21:40. Mal gucken. Ist es auch immer so das Aktuellste? Ja, ich habe schon gewonnen. Kannst mir nicht sagen, dass ich jetzt nur versuche zu gewinnen. Nein, ich doch nicht. Iris. Sie hat eben Stein genommen. Ich nehme das auch mal. Shoot! A tie. The most boring result. Well, we agreed on the rules. Let's shake hands. Shaky, shaky. Shaky, shaky. I shook hands with Iris. We just played rock, paper, scissors, right? But in a different timeline, maybe I got a... Okay. Gut. 1 million balls. This world is full of really interesting stuff. But you know the most interesting thing of all? 100 million balls? Ist das sowas wie, wie heißt das noch? Marvels on Stream? The Stream? No, what? That humans exist at all. Huh. The universe developed in a very particular way to get here. If things were even slightly different, well, the galaxies and solar system and all of that might not have existed at all. Oh, ein geschenkter Keks mit extra Schokolade. And that means humans would never be born. Das
Das wäre schade. And even if everything happened exactly like that, the probability of human life developing is extremely low. Okay. Ja. Ich mag die mit extra Schokolade. And yet, here we are. Warum heißt das dann extra Schokolade? Warum macht man dann nicht alle Kekse so? Warum ist es dann nicht Normalschokolade, wenn man das so einfach lieber mag? So, weiter. Imagine a box full of ping pong balls, labeled 1 to 100 million. Ja, in einer Schritt nehme ich an. Would you be able to pick out the one? Ja. Not likely. But what if there were 100 million of you? Dann schon eher. Well, then one of us would definitely pick up the one. Wenn die alle in dieselbe Box greifen? Weil das nicht jeder mag, die extra Schoki. Ah, okay, danke, Eule. Exactly. 2 salzige Kekse dazwischen, ein Sweet Chili Lachsmus. Jetzt wird's interessant. The birth of humanity is so improbable that it's basically a miracle. Für Eule. But if there were multiple universes, dann wird schon irgendein Universum Menschen haben. Then it wouldn't be strange that at least one of them had humans in it. She is describing the anthropic principle. Anthropic Principle? I may have underestimated her intelligence. Ja. Schon irgendwie. Gut, dann the Buba-Kiki-Effekt. Date, look at this picture. Die hat da direkt sogar ein passendes Bild für dabei. Iris pulled up a picture on her phone. There's a famous experiment regarding this picture. Okay. You show this image to people around the world and ask a question. Which one is Booba and which one is Kiki? Believe it or not, 98% of people asked have the same answer. Okay. Booba, Kiki. Booba ist rot und Kiki ist blau? Oder was ist das? Türkis? The rounder one is Booba and the jagged one is Kiki. Ich gehöre zu den 2%. Isn't that weird? Naja, in Japan schreibt man ja auch von oben nach unten, oder nicht? Booba, Kiki. Wobei 98% schon krass sind. Ich auch. Nice. In other words, everyone thinks that Booba is a certain way and Kiki is the other. Ja. It applies universally across languages and cultures. Okay. Huh. It's like something ingrained inside all humans. Tja, das war jetzt nicht so überzeugend. Like worshipping the sun and the sea. Aber interessant finde ich es dennoch. Ich habe so das Gefühl, also einmal fand ich den Gedanken ziemlich interessant. Was denn, Eule? Was denn? Bist du jetzt neidisch, weil du sie nicht schmecken kannst? Einmal fand ich den Gedanke interessant. Spuckt Feuer. Und zwar, wie oft im Leben weiß man mal ein Wort nicht? Also, denkt an ein Wort, weiß an welches man denkt, ohne darauf zu kommen, wie es heißt. Sweet Chili ist nicht zu scharf. Wisst ihr, was ich meine?
Das passiert ja nicht so häufig. Es passiert zwar immer wieder mal, aber nicht so häufig. Wenn man lang genug mit jemandem spricht, ja gut, dann wird man das irgendwann mal erleben, dass ihm das mal passiert. Vor allem, wenn er es dann ausspricht. Statt irgendwie ein anderes Wort zu nehmen oder so. Keine Ahnung. Ich habe das deutlich häufiger gesagt. Okay, jetzt weiß ich gerade nicht, welches. Jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Habe ich sehr viel häufiger gesagt, als ich das von anderen gehört habe. Gefühlt. Aber vielleicht nicht einfach offener. Keine Ahnung. Punkt ist der, wie oft passiert mir das? Nicht so häufig. Wenn man mich lang genug hört, wird man das irgendwann mal von mir hören. Aber wenn anderen das, sagen ich mal, ungefähr genauso häufig passiert, unabhängig von mir, hat sich irgendwie Erdbeer-Chili mit eingeschlichen. Nein, das ist zu scharf. Wenn das anderen unabhängig von mir ungefähr genauso oft passiert, dann wäre doch eigentlich so, dass wenn es mir in eine von 1000 Sätzen passiert, sag ich mal, oder sagen wir mal eine von 3000 Wörtern, dem anderen einen von 3000, das würde dann ja eine von 9 Millionen Fälle bedeuten, dass das beiden gleichzeitig passiert. Eigentlich. Wenn es unabhängig wäre. Die Erfahrung besagt aber, dass das meistens so ist, dass wenn ich dann sage, okay, mir fällt das Wort gerade nicht ein, dass der andere dann sagt, dass wenn der andere dann sagt, ja, ich weiß, was du meinst, er dann sagt, ich komme gerade aber auch nicht drauf. Es wäre ja auch nur der Fall, dass alle den gleichen Wortschatz haben. Ja, es sind ja auch ein paar Vereinfachungen drin. Aber was ich sagen möchte, ist, selbst wenn beide an dasselbe Wort denken, also auch beide das im Wortschatz haben. Und ich rede jetzt nicht von unüblichen Wörtern, sondern ganz normale Wörter. Dass dann häufiger beide dann nicht draufkommen, wie das Wort nochmal heißt. Und das bestätigt für mich, also weil es halt so extrem krass ist. Also wenn man erwartet, okay, hier, schwierig mal ein Wort zu beschreiben. Wenn ich dich jetzt nach ein bestimmtes Wort fragen würde, dann würdest du ja allermeistens sagen, also wenn du weißt, welches ich meine, würdest du es sagen. Es wäre echt ungewöhnlich, wenn du dann sagst, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich komme gerade nicht drauf, wie es heißt. Warum ist das so häufig, dass das andere nicht drauf kommt, wie es heißt? In dem Fall, wo ich vorher nicht drauf gekommen bin, wie es heißt. Das bestätigt für mich, weil es halt so eigentlich extrem selten sein sollte, dass er auch nicht drauf kommt, aber tatsächlich sehr häufig ist, dass er nicht drauf kommt. Ich lese es gleich, Moment. Es bestätigt für mich, dass Sprache halt nicht so sehr, wie man glaubt, nur bei einem Menschen passiert, sondern das Miteinanderreden halt sehr, sehr viel mehr miteinander passiert, als man meint. Die Menschen sind einfach nicht unabhängig voneinander in ihrem Sprachgebrauch, in ihrem Denken, in ihren Gedankenentwicklungen, weil sie ja miteinander reden.
Nun, wenn Date und Ora, Uta meinst du? Iris, Sil sehen werden, beide sprachlos sein und keine Worte finden. Ups. Beweisführung abgeschlossen. So, like worshipping the sun and the sea. Okay. Or thinking that the mother is soft and the father is jagged. Mm-hmm. Regardless of your culture or background, you probably think this way. Mm-hmm. It's what Jung called the collective unconscious. Okay. There exists a second psychic system of a collective, universal, and impersonal nature, which is identical in all individuals. Okay. That's what Jung said about it. Jung. Think of it like bamboo. Bamboo. Bamboo stalks look like individual plants since they're separated. Mm-hmm. But underground, they're all connected. Mm-hmm. Human psyches might be like that too, connected at a subconscious level. Können wir doch nicht Schaukel spielen? That's... The parallel world? Yeah! You saved me in the dream, right? Mm-hmm. And dreams are all about our subconscious minds. Mm-hmm. So if you follow the roots... Mm-hmm. You get to another bamboo stalk. Yeah, something like that. Okay. Das hier war ja Sinking in the Pain. Sinking in the Brain. Hier habe ich keine Wahl. Hier schon. Hier hätte mich mal noch interessiert, was passiert, wenn ich verliere. Also die 300 Sekunden vergehen und ich es nicht löse. Haben die in einer anderen Welt Leute das Sync testen lassen und sie sind irgendwo hängen geblieben? Danach gibt es mehrere Sync-Geräte. The Mandela-Effekt. Do you know Nelson Mandela? Well, yeah. Well, yeah. The former president of South Africa. He helped abolish apartheid. He died in 2013, but a strange thing happened. When the news broke, people all over the world thought, When the news didn't broke. Mandela die in prison in 1980? Ah, ja. That's the Mandela effect. It's when your memory and history have discrepancies. There are lots of examples. Like the name of this kid's book with the bears having different spellings. The name of the kids' books with the bears. Or people remembering that Kennedy was assassinated in a 4-seat car. Ah, ja, ja. But in our world, he was in a 6-seat car. Huh. I thought it was a 4-seater too. Or that electric mouse from that video game. You probably remember the tip of its tail being black. Nee, weiß. Mit schwarzem Rand. It wasn't? Nope, it's all yellow. And the design didn't change. Oh. Dann denke ich vielleicht an eine andere Maus.
Lines from movies, company logos, historical events, and little things. The Mandela effect is everywhere. Mhm. Why do you think that is? Wegen der Psyche, die da verbunden ist zwischen uns allen? Because those memories are from parallel worlds? That would explain it, I guess. Ja, total. Iris is sitting in front of me. Mich interessiert das jetzt mal. Was passiert, wenn ich hier erstmal hier nicht schaffe? Stops the current investigation. Start investigation day 3 Sunday. Single William, proceed. Jo. Kennen wir ja. Did you witness? Yeah, I saw you get in. Skip. Wird sie umgebracht, da sieht man die Mental Logs. Okay. Ja, dann versuche ich mal, sie zu retten. Ja, raus, bin müde, viel Spaß noch. Jo, schlaf gut, Heptagon. Bis denn, vielen Dank für den Besuch. Ich trete es. I see. So that... Bis denn. A forklift. Ich fahre es. Roger that. Leave it... A warehouse door. Ich habe ein Force mal 2. A warehouse... Gut, ich muss jetzt nicht lange suchen, um möglichst viel A warehouse door. Effizienzzeit zu verbrauchen. Ich kann auch einfach mal... A large wooden box. Hit. Leave... A large wood... Innerhalb von 40 Sekunden investigate ich's. This... 4 minutes. A where... Listen. A warehouse... Innerhalb von 20 Sekunden klopfe ich an. A where... Listen. Knock. 3 minutes, Date. Ah, Mist, noch 3 Minuten. Listen. A warehouse door. Anklopfen. A warehouse door. Ich kann nochmal hören. You have less than 2 minutes, Date. Hurry. Hurry. Alpha-Wand. Ja, ich beeile mich ja. Ist alles wichtig. Push. A large... Hit.
schade. You have 1 minute left. Scream. Throw pedal. Date, you've got less than 30 seconds. Put your hands My in. hand. Eine Mental Lock. Geschafft. Time's up. Oh. Date, we're out of time. Okay, was passiert jetzt? Damn you, So! How many secrets are you keeping? Retry, start sync from checkpoint. Restart, start sync from the beginning. Out, open flowchart. Ah, okay. Das passiert dann also. Und hier hätte es eine Alternative gegeben. Was ich immer noch interessant finde. Aber das gucke ich nicht jetzt. Eins habe ich doch genommen. Ja. Das mache ich, wenn ich durch bin. Die alternativen Wege sich mir anschauen. Otter. The spatial temporal man? Yeah, it's sort of like a common experience. Mm-hmm. A lot of people have experienced waking up in an uninhabited world they've never seen before. Okay. And most of them describe seeing the same person. Mm-hmm. The spatial temporal man. Mm-hmm. He's supposed to be an ordinary old man wearing work clothes. Mm-hmm. The spatial temporal man guides people back to the real world. Okay. He tells them, this world is not for you, or something. Mm-hmm. I'd like to meet him someday. Yeah. Mm-hmm. What about others? So, this elementary school kid, let's call him C. He goes to school and there's a bunch of things on the floor. Okay. Postcards, towels, a coffee cup, rice bowls, a sink, lots of stuff. Mm-hmm. But C realized that those were all things from his own house. Okay. How did they get to the classroom? No one knows. It's not like anyone did it on purpose or there was a thief or anything. Mm-hmm. Maybe something happened that made two parallel worlds fuse. Mm-hmm. Yeah, maybe. The two sisters? So, there's this girl. Let's call her B. She's practicing piano in her room. Okay. Wir kommen der MA näher. And her little sister is watching TV in the same room. Das ist verwirrend. B asks her to turn the TV volume down so she can hear her piano playing, you know? Schon klar. So B goes back to practicing, playing a little bit. But her sister doesn't turn the volume down. Okay. She's not listening at all. So B turns around to scold her. Und sie ist nicht da. She was really gonna let her sister have it. But she's gone. She's nowhere to be seen. She thinks, I wonder where she went. But then B hears her sister at the door. I'm home. B
B runs to the front door and sees her sister and her parents standing there. So B asks, "When did you go outside?" But her mom says, "What are you talking about? She went shopping with me." B is really confused by all of this, of course. She asks her little sister about it, and she learns that her favorite TV show was on. And before she went shopping with her mom, she was deciding whether or not she wanted to stay and watch it or not. Und sie hat beides gemacht. So depending on her decision, a parallel world was made. Yeah. What B saw might have been from the world where her sister stayed behind. Unheimlich. Noch was? I know a ton of stories like this. Okay. Like being suddenly transported 1 year into the future, and there's a missing persons report out for you. Wir hatten mal, als wir klein waren, irgendwo auf dem Sperrmüll ein Buch gefunden, wo es auch um lauter solche Geschichten ging. So ganz komische Geschichten. Also nicht speziell um parallele Welten, sondern so ganz allgemein. Ja, das war schon spannend zu lesen. Das war sehr merkwürdig. Being suddenly transported 1 year into the future and there's a missing persons report out for you. You look down at your phone, but you realize that it's not yours. It's not the one you remember having. You look through the contacts, and it's filled with names you don't recognize. Sounds scary. There's more, too. Like this town where everyone is Japanese. Das ist unheimlich. But they're speaking a completely different language. And all the signs and magazines and stuff have different letters. And it's not like Korea or China. It's the Japan we know, but the language is different. That's a prime example of a parallel world. The lost friend. There's this kid, A. He's in elementary school. Well, A had this close friend named Suzuki. Das wird noch wichtig. One day, after school, they're walking home together. Ja. A turns around to tell Suzuki a joke. And Suzuki is laughing his butt off. And he's laughing and laughing, and he laughs so hard that his eyes fall out of their sockets. Also erstmal ist der Arsch abgefallen, dann sind die Augen rausgefallen. What? Well, they were hanging down out of his eye sockets. The nerves were still connected, but A is of course in shock and doesn't know what to do. Suzuki just takes his eyeballs and jams them back into his eye sockets and keeps walking like nothing happened. So A asks him about it. Like, "Hey, are you okay? Your eyes fell out." A is really concerned for his friend, you know? But Suzuki just says, "Yeah, I'm fine." He doesn't say anything about it. And by now, A is really curious, but he's not getting any answers, so they just part ways and go home. The story only gets weirder from here. Ah, ja. The next day, A goes to school, and Suzuki's not there. A is confused and asks his teacher about it. "Hey, where's Suzuki today?" And the teacher says, Where's Suzuki? "Suzuki? Who's that? There's no Suzuki in this class." Who is Suzuki? Sorry. A says, "What are you talking about?" And he goes and asks all of his classmates about Suzuki. They all say the same thing. "I don't know him. There's no Suzuki in this class." So that kid must have jumped into a parallel world without Suzuki. That's what I think. Wird nie mehr wieder einen Joke machen. Couldn't Suzuki just be an imaginary friend or something?
No, A was really serious about remembering Suzuki. Das ist Komfort. It is weird. And there's no way you could pop your eyeballs back in like that. Jetzt müsste ich jetzt einfach mal mein Eyeball ausploppen lassen. Well, not necessarily. There's such a thing as a dislocated eye. Mhm. It actually isn't too hard to put your eye back in if it falls out. Ach, if it falls out. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Dass das Reindrücken schon irgendwie geht. Boah, ich werde echt müde. Guck auch, dass ich irgendwann mal zum Ende komme. Ota is correct. Dislocated eyes are easy to replace in their sockets. As long as none of the nerves or blood vessels were damaged, there are usually no lasting negative effects either. Mhm. But that doesn't prove this Suzuki exists. Mhm. Well, I guess not, but... Summarize for me. When did you two get so knowledgeable? Oh, I don't know. Ich weiß nicht. Tessa is always writing about this stuff on the internet. Okay. That's why I decided to research it too. That's how I learned all this stuff. Mhm. Oh, hey. Warum tut sie das? I know about conspiracies and secret societies too. I find that stuff fascinating. Okay. If you want, we could talk about those. Nein. Maybe next time. Now where's that omelet rice? Dasselbe wie sie. Done. Ich hoffe, er hat's gut gemacht. Uta brought the dish over. He laid out an omelette rice in front of me and Iris. Iris grabbed her spoon with a huge smile on her face. Bon appetit! She picked up a spoonful. No, actually, she tried to pick up a spoonful. Ihre Augen fielen raus und sie verschwand. Tessa, are you okay? Eines Tages wird sie sterben. I'm fine. My hand slipped. Let's eat. Iris and I ate the omelette rice in near silence. There was no conversation. Just the sound of the spoon hitting the plate. The diner echoed with it. And before long... Ah! Thanks for the food! Iris was totally re-energized. Her face was back to her usual easy smile. That was good. Ota, your omelet rice is seriously the best. Yeah, it was actually really good. Aw, thanks. I owe it to my dad. He taught me well. I paid for the food and stood to go. Let's get going, Iris. Thanks again! Thank you! Come back soon! Uta standing next to Iris.
mache hier Schluss. Und einen anderen Tag weiter. Wir müssen ja nicht alles in einem Stück spielen. Oh je. Bei all den Scherzen, aber sterben soll sie ja nicht. Soll ich nur in Ruhe lassen. Spike Chunsoft Co. Ltd. All rights reserved. Licensed to and published by Spike Chunsoft Corporation. Ja. Das war AI The Somnium Files für heute. Morgen wird es das wohl nicht geben. Streamen werde ich. Oder vielleicht doch. Schauen. Ich denke, ich werde morgen streamen. Ja. GG. Ich hoffe, es hat dir doch ein wenig gefallen. Für heute. Okay. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Und schätze ich mal bis morgen, oder? Gucken wir mal. Aber bis wir uns wiedersehen, sage ich, macht's gut, bleibt gesund, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bye. Bisschen.